Dein Zippo ist leer und du weißt nicht, wie du das Benzinfeuerzeug nachfüllen kannst? Dann bleib dran. In diesem Video zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du ein Zippo auffüllen kannst und was es beim Befüllen des Sturmfeuerzeugs mit Benzin zu beachten gibt. Um das Zippo nachfüllen zu können, muss zunächst der Benzineinsatz heraus. Dazu ziehe ich leicht am Kamin, während ich das Gehäuse mit der anderen Hand festhalte. Anschließend drehe ich den Einsatz um 180 Grad, sodass dessen Unterseite nach oben zeigt. Optional lege ich nun den Cam um, also den Hebel, und stecke das Benzininsert kopfüber in das Zippo-Case. Natürlich kann man es zum Auffüllen auch einfach in der Hand halten. In einigen Anleitungen wird gezeigt, wie das Zippo-Feuerzeug über dieses kleine Loch mit Benzin befüllt wird. Dafür ist es aber gar nicht vorgesehen und seitens des Herstellers wird das auch klar mit Lift to Fill, also zum Füllen anheben, kommuniziert. Auch die Schraube bleibt unangetastet, es sei denn, wir wollen den Zippo-Feuerstein wechseln, was aber wiederum Thema für ein eigenes Tutorial ist. Und apropos Feuerstein, das Loch in der Filzauflage ist prädestiniert dafür, einen Ersatzfeuerstein unterzubringen. Ich nutze die Öffnung nun, um das Filzpad mit einem spitzen Gegenstand anzuheben. Alternativ kann man die Pinzette auch am Rand ansetzen oder einfach mit den Fingernägeln. Um den Filz nicht auszuleiern, sollst du ihn aber nicht so weit biegen, wie ich es hier lediglich für eine bessere Kameradraufsicht mache und nur aus demselben Grund auch fixiere. Nun kann ich das Zippo befüllen. Dazu eignet sich handelsübliches Feuerzeugbenzin, wie du es unter anderem günstig bei Müller, Rossmann und DM bekommst. Für ein zuverlässiges Zündverhalten sowie weniger Rückstände im Kamininneren und am Docht setzen viele jedoch auf bewährte Qualitätsbenzine, wie zum Beispiel das von mir verwendete Original Zippo-Benzin. Hinterlass mir gerne einen Kommentar, wenn du weitere Empfehlungen hast. Keinesfalls aber sollst du Autobenzin, Lampenöl oder Brennspiritus in dein Sturmfeuerzeug füllen. Das Ergebnis würde von funktioniert gar nicht bis hin zu starker Geruchs- und Rußbildung reichen. Um den Sicherheitsverschluss der Benzinflasche zu öffnen, benötigst du wieder einen spitzen Gegenstand, mit dem du unter den Auslaufstutzen fährst und ihn hochklappst. Ebenso geeignet ist auch der Deckel vom Zippo-Case selbst. Das Nachfüllbenzin lasse ich nun etappenweise in die Stopfwatte fließen. Nach jedem Stoß gebe ich etwa 2 bis 3 Sekunden Zeit zum Absacken, ehe ich nachgieße. Sobald die Feuerzeugflüssigkeit nach dieser kurzen Gießpause nicht mehr vollständig einzieht, sondern als dünner Film auf der Oberfläche sichtbar bleibt, steht die Watte kurz vor ihrer maximalen Sättigung und ich höre auf. Schließlich möchte ich das Benzinfeuerzeug nicht überfüllen, damit später kein Benzin unkontrolliert herausläuft. Die Filzunterlage kann ich nun loslassen bzw. die Brennstoffkammer wieder wie ursprünglich bündig mit abdecken. Natürlich denke ich dabei auch direkt an einen Ersatzfeuerstein. Während sich der Brennstoff im Tank noch verteilt, schließe ich den Sicherheitsverschluss der Benzinflasche und verstaue sie aufrecht gelagert an einem gut belüfteten Ort. Mit einem Lappen befreie ich das Zippo nun von möglichen Benzinrückständen, ehe ich das Insert wieder korrekt herum ins Gehäuse stecke. Dabei denke ich natürlich auch an den Cam, da sich der Deckel andernfalls nicht schließen ließe. Selbstverständlich wasche ich mir nun noch die Hände. Nicht aus Sorge, dass diese gleich in Flammen aufgehen, sondern allein schon wegen der gesundheitsschädlichen Wirkung von Feuerzeugbenzin auf der Haut. Nun wird es Zeit für einen Funktionstest. Und siehe da, das frisch aufgefüllte Zippo zündet ohne Probleme. Wäre das nicht der Fall, kann das mitunter am minderwertigen Benzin für Feuerzeuge liegen. Aber auch Docht und Feuerstein können verschlissen sein. Beides ließe sich wechseln. Dass das Zippo schnell leer ist übrigens völlig normal, denn das Benzin verflüchtigt sich, je nach Benzinqualität und Aufbewahrung des Feuerzeugs, auch bei Nichtgebrauch schon nach Tagen bis wenigen Wochen. Und damit habe ich dir gezeigt, wie du bei deinem Zippo das Feuerzeugbenzin nachfüllen kannst. Wenn dir die Anleitung weitergeholfen hat, freue ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben. Abonniere außerdem den Kanal, um künftig keine weiteren Inhalte dieser Art mehr zu verpassen. Hier noch 2 weitere Videos, die dich möglicherweise auch interessieren können. Zum Beispiel das, in dem ich zeige, wie sich ein Zippo-Benzinfeuerzeug auf Jetflamme umrüsten lässt.